Bonjour, bienvenue en Alsace. Bei uns gibt es heute als Dessert Mousse au Chocolat, aber die vegane Art. Dafür brauchen wir 150 Gramm Schokolade, eine Packung Vanillezucker, 2 Esslöffel Kokosnussmilch und, sehr wichtig, aus dem Kühlschrank eine Dose Kichererbsen. Das ist eine Dose mit 800 Gramm. Ich denke, eine kleinere Dose geht auch von 500 Gramm. Und dafür brauchen wir nur das Wasser. Und wir nehmen davon ungefähr 160 Milliliter. Oh je. Alles daneben. Hilfe. So. Jetzt werden wir auch die Schokolade zum Schmelzen bringen. Also nicht direkt in einem Topf, sondern als Bain-Marie. So, die Schokolade gut rühren. Bis es geschmolzen ist. Und während dieser Zeit werden wir unser Kichererbsenwasser mit einem Besen aufschlagen. So, es ist bald schaumig. Es dauert schon circa 10 Minuten, bis es wirklich schön schaumig ist. Ein bisschen weiter. So. Es riecht nach Kichererbsen. Das klingt schon ein bisschen komisch, aber später mit der Schokolade merkt man gar nichts mehr. Die Schokolade ist jetzt geschmolzen, aber noch ein bisschen zu heiß und deswegen warten wir, bis es ein bisschen kälter ist, bevor man es in unser Kichererbsenmus reinmachen. Voilà. Was man schon machen kann, das sind die 2 Löffel Kokosnussmilch hinzugeben. So. 1, 2. Gut rühren. Das hilft auch, dass es schneller kalt wird. Man merkt es schon. Es wird fester. Unser Vanillezucker dürfen wir auch reinmachen. So. Und jetzt kommt meine Geheimzutat. Das ist Cointreau, aber nur für die Erwachsenen. So, nur ein Schuss. Und gut rühren.
So, es ist bereit, also nicht ganz bereit, denn wir müssen es noch ungefähr 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Aber erstmal in kleinen Schälchen. So. Et voilà. Das ist schon lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis nächstes Mal. À bientôt. Ciao.